Du bist so unglaublich egoistisch. Friederike, bitte. Für mich war das viel mehr als Sex. Aber für dich bin ich ja nur ein Trostpflaster. Soll das etwa für mich sein? Nein, für mich. Das trägst du das nächste Mal, wenn ich dich besuchen komme. Sagen wir dann direkt nach Dienstschluss? Also, eigentlich wollte ich... Oh, das ist für Sie. Ihr Mann hat mich gerade nach meiner Meinung dazu gefragt. Warum tust du mir das an? Hast du schon mal was von Anklopfen gehört? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich gehe dann mal. Tja, ich könnte jetzt natürlich sagen, Liebling, es ist alles nicht so, wie du denkst. Aber ich fürchte, ich bin einfach kein guter Lügner. Sarah! Sarah, jetzt warte doch! War ich nicht deutlich genug? Doch, warst du. Aber lass mich doch wenigstens klarstellen, was da passiert ist. Ich liebe Jana. Ich habe demnach überhaupt keinen Grund, eifersüchtig auf Gregor zu sein. Aber warum hast du ihm dann gestern die Nase blutig geschlagen? Das war ein Unfall. Okay, es war ein Boxunfall. Genau. Aber warum hast du dich danach so schnell verdrückt? Du bist ja nicht mal mehr auf einen schnellen Teller Nudeln geblieben. Das hast du völlig falsch verstanden, Sarah. Ich hatte Jana eine Woche nicht gesehen. Wir wollten einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Du musst mir glauben, ich könnte mit Gregor und dir, wenn es sein müsste, ein 5-Gänge-Menü essen und es würde mir nichts ausmachen. Ich würde dir ja gern glauben. Dann tu es doch einfach. So, Carla, ist wirklich alles in Ordnung mit Ihnen? Mir geht es bestens, danke. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber es macht eben schon den Eindruck... Ja, entschuldigen Sie mich, Angelo braucht mich. Friederike hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt. Sie ist auf dem Weg in ihr Hotel. Das ist ja heute ein richtiger Glückstag für dich, was? Wie bitte? Ruf doch gleich Susanne an und erzähl, dass ihre Ehefrau sie betrogen hat. Ich bin mir sicher, du tröstest sie gerne. Ich habe nicht vor, mich einzumischen. Du hast doch nur darauf gewartet, dass ich einen Fehler mache. Worauf willst du hinaus? Susanne und ich waren glücklich, bis du aufgetaucht bist. Hättest du dich nicht zwischen uns gedrängt, dann wäre das alles nicht passiert. Du gibst mir die Schuld daran, dass du Susanne betrogen hast? Das muss ich mir nicht länger anhören. Natalie! Um Gottes Willen, was ist passiert? Ich kann nicht mehr. Was ist passiert? Geht es um Ansgar? Er betrügt mich. Mit dieser Büroschlampe. Olivia. Er hat noch nicht mal versucht, es zu leugnen. So egal bin ich ihm. Ich hatte ihn gewarnt, die Finger von dir zu lassen. Sie haben davon gewusst? Ich hatte sie genau aus diesem Grund entlassen. Ansgar hat sie gegen meinen Willen wieder eingestellt. Wie lange schon? Ich habe keine Ahnung, wie lange die war. Seit wann wissen Sie es?
mir nichts gesagt? Sie waren so labil. Ich hatte befürchtet, ich habe Ihnen vertraut. Hoppla! Wenn man vom Teufel spricht. Hi. Du wirst erwartet. Oh, Hey, ich wollte schon einen Suchtrip losschicken. was denn? Sehnsucht? Nein, Hunger und Appetit auf den Fruchtcocktail, den du mir versprochen hast. Sind die für mich? Nein, für Sarah. Und Gregor. Sie haben uns zum Essen eingeladen. Wann? Heute Mittag. Und du hast natürlich zugesagt. Wolltest du den beiden frisch Verliebten nicht ein bisschen Zeit lassen? Schon, aber Sarah hat geradezu darauf bestanden, für uns zu kochen. Wir standen zufällig am selben Gemüsestand und sie hatte schon Unmengen von dem Zeug gekauft, bis sie gemerkt hat, dass sie das zu zweit gar nicht schaffen können. Ja, und dann hat sie sich gedacht, wir beide haben garantiert immer Hunger. Ja, so ungefähr. Könnte sie recht haben. Na, sag mal, wollten wir nicht ein bisschen Zeit für uns haben? Ich denke, Sarah und Gregor werden nichts dagegen haben, wenn wir etwas später kommen. Also ich wüsste ja zu gerne, was das Ganze zu bedeuten hat. Frau Schneider, diese Freundin der Gräfin war natürlich etwas kapriziös, aber ihr Bruder hat die Sache doch gut in den Griff gekriegt. Naja, ihr Wort in Gottes Ohr, Angela. Lars, ich weiß doch auch nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir leid. Natürlich kannst du nichts dafür, dass ich Susanne betrogen habe. Das habe ich ganz allein hingekriegt. Aber den Grund dafür muss ich nicht auch noch verstehen. Den verstehe ich ja selbst nicht. Aber du musst doch wissen, warum das passiert ist. Ja, ich war total durcheinander. Ich hatte Angst, Susanne zu verlieren, war eifersüchtig auf dich. Und Friederike war für mich da und hat mich verstanden. Natürlich. Bestimmt hat sie dir noch gesagt, dass Susanne nur auf Männer abfährt. Carla. Aber genau darauf hat sie es doch angelegt. Sie wollte dich und Susanne auseinanderbringen. Da spielt es doch gar keine Rolle, dass du in Susanne verliebt bist. Das habe ich auch nie abgestritten. Susanne hat mir ständig klargemacht, dass ich keine Chance mehr habe. Mein Gott, sie hat so um eure Beziehung gekämpft. Und sie hat es nicht verdient, so hintergangen zu werden. Das hat sie schon zu Genüge bei ihrem Ex-Mann erlebt. Ich weiß. Lars, was soll ich denn jetzt machen? Das musst du schon selbst wissen. Ich halte mich da raus. Kann ich mich darauf verlassen, dass du die Sache für dich behältst? Von mir erfährt Susanne nichts. Aber du solltest dich wirklich fragen, ob du dir das einfach so verschweigen kannst. Nachdem sie immer ehrlich zu dir war. Sie ist heulend aus der Lahnstein Holding gekommen. Sehr gut. Nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Moment. Alles klar, ich habe sie. Gute Arbeit. Machen Sie Feierabend für heute. Ciao. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte nur verhindern, dass Sie sich wieder volllaufen lassen. Es interessiert sowieso niemanden, ob ich trinke. Doch mich. Gerade in der ersten Phase des Entzuges braucht man die Hilfe von Freunden. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Und wenn man keine Freunde mehr hat? Dann kann man nur noch auf einen Schutzengel hoffen. Woran denkst du? Wieso? Glaubst du denn, ich hätte nichts bemerkt? Was denn? Du hast dich ziemlich clever um den Fruchtcocktail gedrückt.
Erst zerrst du mich ins Bett und jetzt sagst du wahrscheinlich, dass wir viel zu spät dran sind. Ich muss zugeben, da hast du mich wohl durchschaut. Ich durchschau dich immer. Was denkst du denn? Aber jetzt solltest du dich mal anziehen. Sonst brennt Sarah noch das Essen an. Früher hatte ich mal Freunde. Plötzlich ist niemand mehr für Sie da. Und gerade heute hätte ich ganz dringend jemanden gebraucht. Offensichtlich ist irgendwas passiert, was Sie aus der Bahn geworfen hat. Sonst hätten Sie nicht wieder Trost im Alkohol gesucht. Wenn Sie reden möchten, ich habe Zeit. Vermutlich keine gute Idee. Wir kennen uns noch nicht so lange. Außerdem halten Sie mich für einen der größten Feinde Ihrer Familie. Meine Familie. Mein Mann betrügt mich. Mit seiner Assistentin. Nicht sehr originell. Lassen Sie mich raten. Sie haben als Letzte davon erfahren? Garantiert wissen das alle. Nur ich war mal wieder zu blöd. Und jetzt wollen Sie sich selber dafür bestrafen, indem Sie wieder rückfällig werden? Ich weiß im Moment nichts mehr. Aber wie soll ich es da schaffen, trocken zu werden, wenn Sie mich nicht abgehalten hätten? Dann Ist ja noch mal gut gegangen. ja, heute. Und was ist morgen? Ich kann nicht davon ausgehen, dass Sie immer rechtzeitig auftauchen, wenn ich zur Flasche greife. Was haben Sie vor? Vielleicht sollte ich das tun, was mein Schwiegervater sagt, in einer Entzugsklinik möglichst weit weg. Quatsch, das heißt nur, Sie laufen davon. Auf Königsbrunn kann ich niemandem mehr vertrauen. Außerdem will ich Ansgar im Moment nicht sehen. Natürlich können Sie in eine Entzugsklinik gehen. Aber über eines müssen Sie sich im Klaren sein. Wenn Sie jetzt gehen, kann Ihr Mann seine Affäre ungestört fortsetzen. Damit setzen Sie Ihre Ehe aufs Spiel. Ja. Können wir reden? Warum lässt du die Tür nicht gleich offen? Das ist doch die Gelegenheit, der ganzen Firma zu erzählen, dass du mit mir im Bett warst. Carla, es tut mir leid. Wenn du unbedingt willst, dass Susanne von unserem Ausrutscher erfährt, dann musst du es ihr selbst sagen. Lars wird es nämlich nicht tun. Es ging mir nur um dich. Wie oft soll ich es dir eigentlich noch sagen? Ich liebe Susanne. Wenn du so glücklich mit ihr bist, warum hast du dann mit mir geschlafen? Du und ich, wir gehören zusammen. Ich habe mit dir geschlafen, weil ich mich ablenken wollte. Aber das war der größte Fehler meines Lebens. Für uns hat es nie eine Chance gegeben. Und das wird es auch in Zukunft nicht. Susanne und du, ihr passt nicht zusammen. Wenn sie dich nicht für Lars verlassen hat, wird sie es für einen anderen Mann tun. Hör auf und geh. Du hast was Besseres verdient. Ich habe gesagt, du sollst gehen. Soll ich dir sagen, warum du mit mir geschlafen hast? Weil deine Beziehung zu Susanne längst gescheitert ist. Du bist bloß zu feige, dir das einzugestehen. Für dich, meine Lieblingsblumen. Hey, Gregor. Was macht deine Nase? Der geht's blenden. Hier, schau sie genau an. Für den Fall, dass du mir auch mal Blumen mitbringen willst.
wenn das mal kein Wink mit dem Zaunpfahl war. Nee, wir wohnen zusammen. Dann muss ich doch nicht jedes Mal irgendwelches Gemüse mitbringen. Ich bin ja mal gespannt, wie das bei uns wird, wenn wir erst zusammen wohnen. Oh. Na, mal so. Eine gemeinsame Wohnung hat durchaus ihre Vorteile. Also, wenn ihr wollt, können wir gerne unten noch einen Kaffee trinken. Nicht nötig. Ja, am Anfang ist alles noch ganz frisch und da kann man die Hände nicht voneinander lassen. Ja, zum Glück hat sich das bei uns beiden nicht geändert. Kommen wir damit zum zweitwichtigsten im Leben, dem Trinken. Also für dich als Wirt mag das ja so sein, aber für mich ist noch ein bisschen früh. Doch ohne Alkohol. Hm? Salute. Prost. Salut. Salute. Ist lecker. Absolut. Was ist das? Ja, benannt nach und kreiert mit meiner reizenden Kollegin Sweet Sarah. Ja, ist ein bisschen süß, ich weiß, aber verkauft sich blendend im No Limit. Ist nicht viel auf einmal? Ja, das kann man wohl sagen. Aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass Gregor meine kleine Schwester für seine Geschäfte einspannt. Susanne! So ein Zufall. Ja, wirklich. Also, ich würde gern auf den nächsten Wagen warten, aber ich hab's furchtbar eilig. Wir werden's überleben. Wo soll's hingehen? Zum Flughafen. Ich flieg zurück. Hast du was Neues von deiner Ex gehört? Ich will nicht drüber reden. Können wir dann? Danke. Wegen der Torek-Sache. Jetzt nicht. Aber Sie sagten doch, es sei dringend. Es gibt im Moment Dringenderes. Danke, Kitty. Ich halte sie schon viel zu lange auf. Es gibt im Leben Wichtigeres als Geschäfte. Ich weiß sehr gut, wie es sich anfühlt, vollkommen alleine dazustehen. Es ist sicherlich unverzeihlich, dass Ihr Mann Sie betrügt, aber Sie sollten sich vielleicht fragen, welchen Anteil Sie an der Geschichte haben. Wie bitte? Ja, seien wir doch mal ehrlich, es ist nicht ganz einfach, mit einem Alkoholiker zusammenzuleben. Ihre Beziehung wäre nicht die erste, die daran zerbricht. Ist Ihre daran gescheitert? Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Eine falschen Versprechen. Ich habe sie angelogen, immer wieder, immer wieder. Ich verstehe. Aber jemand, der diesen Sumpf nicht kennt, der fühlt sich einfach nur betrogen. So betrogen, wie Sie sich von Ihrem Mann fühlen. Gerade deshalb muss ich ja trocken werden und der beste Weg ist eine Klinik. Lassen Sie Ihren Mann an Ihrem Entzug teilhaben. Beweisen Sie Ihrer Familie, dass man sich auf Ihr Wort verlassen kann. Nur so kann Ihr Mann Sie wieder achten. Und Sie sich selber auch. Carla hatte sicher bedauert, dass du so plötzlich abreisen musst. Das hat sie. Aber du kommst uns bestimmt bald wieder besuchen, oder? Susanne, du kannst es ruhig zugeben. Du willst alles andere als mich noch mal wiedersehen. Du hast versucht, uns auseinanderzubringen. Was erwartest du? Dass ich mich bedanke? Wenigstens hast du jetzt eingesehen, dass Carla und ich zusammengehören. Ist es so? Ja, so ist es. Wenn du alles so genau weißt, dann kannst du mir sicher auch erklären, warum Carla mit mir geschlafen hat.
Spiel über die Bande da Mach hinten. ich doch, mach ich doch. Ah, warum liegen wir 1-0 zurück? Halt die Klappe, du bringst meine Sturmspitze aus dem Konzept. Mal was von Viererkette gehört? Hast du das gesehen? Wie Zidane in seinen besten Zeiten. Hey, den hätte ich blind gehalten. Ja, tut mir leid. Kurzer Blackout. Mein Keeper hat ein mentales Tief. Möchtest du auf die Reservebank? Von wegen, jetzt geht's erst richtig los. Lass mich in den Sturm und wir machen die beiden platt. Hallo. Das war meine letzte Tour für heute. Wieso? Ist irgendwas passiert? Das kann man wohl sagen. Ich habe Frederike zum Flughafen gebracht. Ach, dann ist sie nach Paris zurückgekehrt. Ich werde sie bestimmt nicht vermissen. Hat sie noch irgendwas gesagt? Ja, dass du mit ihr geschlafen hast. Ich war auch sprachlos. Ich meine, wer konnte denn ahnen, dass sie so weit geht, uns auseinanderzubringen? Susanne, Sie hat echt gedacht, dass ich ihr das glaube. tust du nicht? Natürlich nicht. Mit so einer falschen Schlange würdest du doch nie ins Bett gehen, oder? Nein. Genau das habe ich auch gesagt. Und jetzt möchte ich den Namen Frederike nie wieder hören. Obwohl, eigentlich müsste ich ihr sogar dankbar sein. Wofür? Sie hat mir gezeigt, dass uns nichts und niemand auseinanderbringt. Wo ist Ihre Frau? Ich habe keine Ahnung. Ich suche sie bereits den ganzen Nachmittag. Tja, das ist doch schön für Sie. Wie können Sie so ruhig bleiben? Ah, jetzt verstehe ich. Natalie ist gleich zu Ihnen gerannt, um sich über den untreuen Gatten zu beschweren. Sie war außer sich. Tja, und? Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, was Sie ihr antun? Ich hatte Sie ausdrücklich Sie aufgefordert, glauben diese doch nicht im Ernst, dass ich mir von der Mätresse meines Vaters vorschreiben lasse, mit wem ich ins Bett gehe. Schön, das hätten wir dann ja geklärt. Sie wissen ganz genau, was das bedeutet. Ja, natürlich. Natalie wird irgendwann sternhagelvoll nach Hause kommen. Ich werde mir ihr Gejammer anhören. Und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gern bis dahin noch ein Häppchen essen. Ihre Frau wird nie vom Alkohol wegkommen, wenn Sie sie permanent wie Dreck behandeln. Tja. Hallo Ansgar. Ihr seid spät. Wir hätten schon fast ohne euch angefangen. Da ist sie ja. Und sogar nüchtern. Ansgar, hattest du einen langen Tag im Büro? Geht so. Welchen Wein darf ich zur Vorspeise servieren? Ich empfehle einen Chardonnay. Ein Fass Chardonnay wahrscheinlich. Ich trinke Wasser. Was hältst du von einem ausgiebigen Entspannungsbad? Tut mir leid. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Geh du mal alleine. Aber ohne dich ist es langweilig. Carla, was ist los? Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Ich bin nur müde. Es ist wegen Frederike, stimmt's? Es geht um ihre Lügen. Carla, wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns noch beschäftigt, auch wenn sie schon längst in Paris ist. Sie ist weg. Damit ist das Kapitel für uns abgeschlossen. Eben nicht. Wie meinst du das? Frederike hat nicht gelogen. Ich habe mit ihr geschlafen. Losing
straight to